I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Heute bin ich in dieser kleinen, aber feinen Vespa-Werkstatt gelandet, die alles hat, was man unbedingt braucht, nämlich einen Kühlschrank mit Bier und einen Tischkicker. Aber auch ansonsten ist sie sehr liebevoll eingerichtet mit lauter Original-Vespa-Werbung und vielen Devotionalien, die für echte Sammler absolute Highlights sind. Und der Besitzer dieser Werkstatt, das ist der Tom, und den möchte ich bitten, dass er sich kurz vorstellt. Ich bin der Tom, habe das Geschäft vor über 15 Jahren gegründet, mit dem Erik zusammen. War damals ja eigentlich aus der Liebe raus irgendwie entstanden und dann hat sich das einfach über die Jahre dermaßen entwickelt. Wir haben immer mehr Roller gekriegt, immer mehr Blut einfach auch in die Sammlung und so weiter reinfließen lassen und haben halt einfach versucht, hier über den Wege unsere eigene Sammlung, was der Erik ja mittlerweile in der Garage stehen hat, aufzubauen. Und die Philosophie haben wir bis heute, wenn wir irgendwas kriegen, versuchen wir das so originalgetreu, wie es so gerade irgendwie geht, eben auch zum Beispiel diese Drittleisten. Wir packen das alte Zeug an, versuchen das aufzuarbeiten. Also sehr viel Liebe zum Detail, die ihr investiert. Aber schraubst du nur für dich oder schraubt ihr nur für euch oder schraubt ihr auch für Kunden, die hierher kommen können? Mittlerweile auch für Kunden. Also wie gesagt, wir haben 2005 den Betrieb gegründet und immer weiter sind die Kreise gegangen bis nach München, Stuttgart. Da kommen relativ weite Wege her. Und eure Spezialität sind aber auch Farben. Genau, das haben wir vor 10 Jahren haben wir die Rezepturen uns erworben. Wir können quasi alle Lacke bis zur V98 rund bemischen, haben die ganzen Rezepturen da. Ist eigentlich ein gutes Geschäft, ein dankbares Geschäft, auch mit vielen Leuten, die wo in Österreich und in der Schweiz sitzen, Kontakt und eigentlich überwiegend positives Feedback. Und es gibt halt auch keinen, der wo wirklich diese Rezepturen hat, um, auch wenn du mal einen Unfall hast oder irgendwas, das wieder originalgetreu und richtig schön auf die Straße zu bringen. Also wenn ihr mal einen Originallack für euren alten Roller braucht, dann seid ihr bei Tom an der absolut richtigen Adresse. Der verschickt das auch überall hin und kennt eigentlich alles, was es da mal so an verschiedenen Lacken im Vespa-Bereich gab. Ja, Tom, also deine Werkstatt finde ich ist Wahnsinn. Vielen Dank für das Bier. Also vielleicht treffen wir uns mal wieder auf ein Bier und ich finde es schön, dass es solche authentischen Werkstätten wie diese hier in Deutschland gibt mit so viel schönen Vespa-Kram. Hier komme ich gerne her und bis zum nächsten Mal. Heute haben wir euch mal hinter die Kulissen einer Werkstatt schauen lassen. Eine kleine, sehr interessante Werkstatt, wie ich finde. Gerade die Idee mit diesen originalen Farben ist sehr gut. Wenn euch das gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar. Vielleicht machen wir dann in nächster Zeit häufiger einen Blick hinter die Kulissen von Werkstätten oder kleinen Manufakturen. Ansonsten bitte den Kanal liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.